Es war locker, ne, Leute? Weil jetzt die Top 10 Beast Mode Düfte 2020 am Start sind. Das ist Hölle. Die Auswahl schon ist Hölle. Die Düfte sind Hölle, aber ins Positive. Es war sehr sauschwierig, sie auszusuchen, weil es gibt ja noch andere, aber das sind die Killer. Und wir haben 10 plus 1, das heißt einen Ausstehenden. Wollt ihr mehr wissen? Bleibt dran. Jo Freunde, Fragrance Dog hier, der einzig wahre, der beste Dog, Fragrance Dog. Ja, hier in der Business-Duft-Welt. Nein Leute, Spaß beiseite. Moin aus Hamburg, ich hoffe ihr seid gesund. Kommt weiter gut durch die schwere Zeit. Und ja, heute, jetzt, Beast Mode Top 10 plus ein Ausstehenden. Absolut genial. Absolut geil. So. Es war sau schwierig, die überhaupt rauszusuchen. Weil es gibt ja genug Beast Mode Düfte, obwohl man muss ehrlich sagen, heutzutage ein bisschen schwierig, Beast Mode Düfte zu finden. Weil es wird ja alles verwässert. Das ist ein anderes Thema und so weiter und so fort. Das wisst ihr. Aber ja, wir fangen mal an mit den Ausstehenden. Also im Endeffekt Platz 11, aber er ist nicht, also er hat es nicht geschafft rein, aber er ist stark. Ich habe ihn nicht reingenommen, weil er soll reformuliert worden sein und es soll eine neue Version davon geben. Kann ich leider nicht bestätigen, deswegen weiß ich nicht, deswegen habe ich ihn auf 11 genommen, und zwar Versace Eros Eau de Toilette. Diese Version hier hält ewig und ist penetrant, süß und stark. Nochmal die Geschichte, ich war auf dem Geburtstag. Bin vorher, also eigentlich war einer der ersten, sollte man so und so immer sein und nicht irgendwie zu spät kommen. Und nach mir, die Jungs, die gekommen sind, haben gesagt, der ganze Hausflur stinkt. Was ist das? Nach Vanille. Hammer starker Duft, besonders für Clubs, super geeignet für Bars, wenn sie wieder offen haben und ja, wenn sie wieder auf sind, besser gesagt. Ah ja, es ist schon sehr stark. Da reden wir von wirklich 10 Stunden, eine starke Ausstrahlung über Stunden, 6 Stunden. Und du wirst einfach wahrgenommen, noch länger. Richtig geil. Aber wie gesagt, in dieser Version. Ich hoffe, dass die alte beziehungsweise die neue nicht so doll kaputt gemacht worden ist. So, Platz 10. Jetzt kommt Platz 10. Es ist schwer. Leute, verzeiht mir, aber diese Reihenfolge, es ist sau schwierig. Aber Platz 10, Spice Bomb Extreme. Ja. Wenn ihr einen richtig geilen Winter-Vanilleduft haben wollt, dann ist das euer Mann, euer Duft. Das ist einfach genial. Starke, dunkle Vanille, richtig würzig, stark, Power unter den Arsch, richtig Dampf, geiler Flakon. Ich finde ihn besser. Ich meine, das Original Spice Bomb, der Original Spice Bomb ist genial. Ist genial. Die Würzigkeit hat einfach was. Es sind auch Erinnerungen, wo ich ihn gekauft habe. Ich glaube, den habe ich in Norwegen gekauft. Sehr geil. Aber das Extrude hat noch diese Vanille, haut alles raus. Das ist ungefähr so eine Vanille wie bei Mercedes Black Club oder Club Black, nee, Black Club. Das muss man mögen. Das muss man mögen. Das ist eine andere, sehr dunkle, starke Vanille. Aber hier habt ihr auch auf jeden Fall 12 Stunden was von dem Duft. Saustark. Ausstrahlung, ihr werdet wahrgenommen. Sehr, sehr geil. Und da braucht ihr nicht viel Sprüher. Spice Bomb, Victor & Wolf, Spice Bomb Extrem. Sehr geil. Saugeil. So, jetzt kommen wir zu Platz 9. Und das ist ein Montalduft. Ihr hört es, ich nehme das gleich mal ab. Und zwar, ja, der ist geil. Honey Oud. Ja, Honey Oud ist ein sehr, sehr starker Honigduft. Beziehungsweise in dem Fall, naja, sagen wir mal, möchte gern Honigduft. Es ist in der Pyramide überhaupt kein Honig enthalten. Hat aber den Touch, riecht wirklich nach Honig und natürlich nach Oud. In dem Fall Aoud, Aoud, so wird das ja bei Montal immer geschrieben. Das heißt arabisches Oud. Das A steht für arabisch. Und er ist schon sehr Oud-lastig, synthetisch, wie man bei der Marke das kennt, hält aber auch 11, 12 Stunden, sehr gute Ausstrahlung. Ich sage hier noch sehr gute Ausstrahlung, weil die anderen werden noch stärker. Und ja, wollt ihr einen guten, schönen Oud-Duft, der nach Honig riecht, dann holt euch Honey Oud, ist wirklich nice. Und gibt es nicht überall, aber man bekommt ihn, aber
Der ist schon sehr, sehr nice. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar zu Platz 8. Das steht hier alles so ein bisschen schwierig hier. So, 10, 9, 8. So, Platz 8 ist ein Duft, den habe ich ich weiß nicht, wann ich ihn zuletzt vorgestellt habe, den habe ich draußen mal vorgestellt. Ein sehr geiler Duft, den kennt nicht jeder, von Mind oder Mint. Und es ist Meek Passion. So, der hat eine saustarke, hier, Meek Passion, sehr geil. Der hat eine saugeile Haltbarkeit und Ausstrahlung. Und dann die Fruchtigkeit mit der Frische drin und die Banane. So, es gibt ja kaum Düfte, wo die Banane drin ist. Hier gibt es das und er ist in der Luft schon geil. Aber auf der Haut ist dieser Duft nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Sehr, sehr geil und teuer, ja. Ich werde die Düfte so gut wie es geht verlinken. Schaut da mal rein und natürlich immer die besten Preise raus. Und ich weiß, ich werde hier nicht alle kriegen, das kann ich jetzt schon sagen, aber die ich bekomme, werde ich unten verlinken. Also hier sehr, sehr geil. Mint oder Mind, Eau de Parfum, Meek Passion heißt der Duft. Sehr cool. Cooler Flakon, übrigens auch, also UVP und Flakon oder wie auch immer, das gehört ja alles dazu. Sehr, sehr nice. Ja. So, das war also 10, 9, 8. So, Platz 7. So, Platz 7 kommt, jetzt kommt ein richtiger Honigduft, da wisst ihr schon, was ich meine. Und zwar von Zoologic Bee. Ja, das ist ein richtiger Honigduft, den kann man also jetzt nicht wirklich vergleichen mit Honey Oud. Um nicht Honey Oud schlecht zu machen, aber das ist der einzig wahre Honigduft, den es überhaupt für mich auf dem Markt gibt. Ja, das ist wie aus der Honigwabe, richtig, oh, mit Honigkerzen dazu, auch noch dieser Wachs, dann richtig süß und richtig, als wenn die Biene gerade das alles bestäubt hat und gerade alles fertig gearbeitet hat und was auch immer. Ein sehr geiler Duft und ich muss sagen, leider, ich habe ja mit Victor Wong gesprochen, ich schreibe ab und zu mit ihm. Ich finde das schade, dass er nicht mehr so eine außergewöhnlichen Düfte macht, sondern eher jetzt ins Mainstreamige geht. Der neue, wie heißt er, da ist jetzt ein neuer Duft, da komme ich jetzt nicht drauf. Das ist auch schon wieder, ja, es geht wieder schon in die Nischenwelt. Also der soll ähnlich sein, habe ich gehört, der neue von Zoologic. Der soll ähnlich sein, den Alexandria 3 von Searchhoff. Ist ja alles schön und gut, aber das gibt's ja dann schon. Und früher hat er einfach Düfte gemacht, Bee, Squid, T-Rex, Camel und wie sie alle heißen, das gibt es sonst soweit nicht. So, und deswegen finde ich schade, dass er das jetzt ein bisschen ändert, weil dann wird die Marke irgendwann nur noch normal sein. Dann gibt es natürlich auch ein bisschen rechtliche Sachen da, warum die Düfte geändert werden, aber da müsst ihr mal nachlesen, weil da hat er, glaube ich, einen Streit. Ich möchte auch nichts falsch sagen mit denjenigen, deswegen muss er ein paar Düfte ändern. Ja, auf jeden Fall holt euch noch die alten Düfte, solange sie noch da sind. Man weiß alles nicht, was so passiert. Auf jeden Fall Bee, einer der besten, sehr, sehr geil. Auf Platz 7. 10, 9, 8, 7. So, jetzt kommt Platz 6 und das ist auch ein Monster. Im Endeffekt ist es ein Damenduft, aber das Eau de Toilette, sage ich ja immer genau, passt auch zum Flakon, kann ein Mann einfach tragen und es ist einfach für mich persönlich und für einen Mann einfach besser als das Eau de Parfum, und zwar rede ich von Black Orchid von Tom Ford. Ja, das ist ein genialer Duft. Ja, die Blume, also fruchtig, süß, stark, penetrant, aber oh, das ist so genial. Also das Eau de Parfum, Leute, Jungs, Männer, wie auch immer, kauft das, also könnt ihr auch haben, wenn ihr ein bisschen Geld über habt, kauft euch beide, dann gibt es ja auch noch das Parfüm jetzt, das kenne ich noch nicht, aber das Eau de Toilette ist für einen Mann am besten, weil erstmal, guck mal, komplett schwarz gehalten, sehr genial. Und dann diese Blumigkeit und die Süße und penetrant stark. Das war auch übrigens der Signaturduft von Michael Jackson. Allerdings der hat, glaube ich, das Eau de Parfum benutzt. Aber trotzdem, Black Orchid war sein Signaturduft. Sehr geiler Duft, sehr cool, hammerstark. Ich brauche ja nicht groß von der Haltbarkeit reden. Da reden wir von 14 Stunden und Ausstrahlung wird wahrgenommen. So, Platz 5 jetzt. Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, Platz 5 und die jetzt alle kommen, sind so stark, da weiß man gar nicht, welcher eigentlich länger hält oder nicht.
Platz 5 ist eigentlich im Moment mein Signaturduft Nummer 1 und zwar kommt er von Searcher und ist Nexus. Ja, was soll ich zu denen sagen? Komplimente ohne Ende. Ich gehe einmal raus und kriege sofort Komplimente, Leute. Das ist einfach ein Traum, dieser Duft. Ja, ich will da gar nicht. Es ist absolut genial, dieser Duft. Ich glaube, ich werde von denen auch noch mal ein Einzelvideo machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ne, muss einfach absolut genial. Sehr, sehr genial. Da ist einfach was soll ich sagen? Der Tabak, der Kakao, der hier drin ist, dieses ganze Zusammenspiel ist von allerfeinsten, denn der Flakon, das ist für mich absolut im Moment Nummer 1. Überhaupt diese ganze Marke mit der OVP aus Leder, richtig genial. Haltbarkeit, ne, wie gesagt nochmal, auch in der Region 14, 15 Stunden, super Ausstrahlung. Ich kriege sofort immer Komplimente für den Duft. Das ist einfach Nummer 1, mein Lieblingsduft Nummer 1 aktuell. Und was soll ich sagen? Hier ist er auf 5, weil jetzt kommen Düfte, die einfach ja, stärker sind, aber ähnlich in der gleichen Reihenfolge. Und deswegen, ja, das ist jetzt hier Platz 4 und zwar Interlude Man Amorage. So, bei vielen ist der auf 1. Ja, da kommen aber noch Düfte, die man gerne mal vergisst. Ja, das ist hier das rauchige Monster. Ich weiß nicht, ob der auch schon reformuliert worden ist. Keine Ahnung. Ich kann nur die vorstellen, die ich habe. Und das blaue, dunkle Monster ist ja einfach rauchig, stark. Absolut Bombe. Und da könnt ihr jetzt guck mal, wir haben jetzt gefühlte -1 Grad heute. Da könnt ihr mit rausgehen. Absolut genial. Nach 15, 16, 17 Stunden werdet ihr wahrgenommen. Absolut genial. Was soll man da noch zu sagen? Interlude Man. Und das ist auf Platz 4. Aber wie gesagt, die sind anderen ziemlich dicht jetzt dran aneinander. Aber ja, wen soll man da jetzt? Gut, 1 ist, ja, ich werde sagen, warum Platz 1 1 ist. Aber hier sehr gerne. Also Interlude Man, Leute, holt euch das. So, jetzt kommt Platz 3. Ich schwank so ein bisschen zwischen Platz 2 und 3. Ich glaube einfach, dass der andere in der Luft stärker ist und noch länger wahrgenommen wird. Deswegen habe ich ihn jetzt auf 3. Ist kaum zu glauben. Kommt von Zoologic und ist T-Wax. So, T-Wax auf 3. Ich weiß nicht, ob ich den hier sprühen soll. Das ist ja wirklich, also wenn ich außergewöhnliche Düfte irgendwann mal vorstelle, ich will nicht so weit vorausgreifen, ich sprühe ihn jetzt einfach mal. Das Monster, das Tier. Oh. Das ist der einmaligste Duft, den ich je gerochen habe. Ihr riecht jetzt hier Rost, angekokeltes, als wenn ihr so ein bisschen Speck angebraten habt, was auch immer. Blut, ein Blutakkord, metallisch Blut. Und was da auch immer noch drin ist. Aber genial. Es ist einfach genial. Der ist stark, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Sowas gibt es nur einmal auf dem Markt. Sowas gibt es nur einmal auf dem Markt. Oh, das werde ich jetzt die ganze Zeit. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das hier riecht. Aber man kann, weil die Düfte so stark sind, sie auseinanderhalten noch. Oh, Hammer. Ich muss noch was erledigen heute. Ich will mal gucken, welchen Duft ich denn benutze. Es ist ja, wie gesagt, gefühlte -1 Grad und oh, dieser metallische Blutakkord, den muss man mögen, Leute. Oh, ja, so, jetzt kommt Platz 2. Ich bin der Meinung, er wird mehr wahrgenommen. Es ist natürlich schwierig, weil ich denke mal, auf den T-Wax möchte dich keiner so ansprechen. Das kann auch sein. Da musst du vor allen Dingen richtig Eier haben. Das ist noch was ganz anderes als Chorus, Leute. Sorry, Leute. Jetzt passt mal auf. Ich bin gleich zurück. So, Leute, da bin ich wieder. Ich musste einfach mal kurz weg und was holen. So, wir müssen das alles nochmal zurücknehmen. Guck mal, das ist, wenn man das Freestyle macht. Den nehmen wir auch nochmal raus. Das heißt, es gibt Top 10 plus 2. Das heißt, der ist eigentlich Platz 12. Und das ist Platz 11. So, weil, jetzt sage ich euch, ich habe ihn vergessen. Und der ist jetzt auf Platz 3. Ich nehme ihn auf Platz 3. Das heißt, der T-Wax geht ein zurück
Auf 4 ist klar und Interlude Man auf 5. Platz 3, Chorus, die alte Version. Um den hier auch nochmal schön zu sprühen, damit hier alles gleich riecht nach Tier. Ja, das ist richtig, also von allerfeinsten, animalisch. Das ist wirklich die zweite Vintage-Version, Nummer 2, glaube ich. Das ist noch eine ganz andere Liga, sehr animalisch. Also das Seabed, was hier drin ist, also sehr, sehr penetrant. Plus die Blumigkeit noch ganz anders als die aktuelle Version. Aber die aktuelle Version ist auch ziemlich stark. Aber das hier, das muss man mögen, weil das passt irgendwie zusammen hier mit den Leuten, die beiden Tiere und am besten beide aufsprühen rausgehen, dann geht ihr alleine auf der Straße. Und ich will nicht die Düfte schlecht machen, nein, aber dann habt ihr trotzdem Platz, weil da draußen verstehen das Leute nicht, was das für eine Qualität ist. Auch wenn viele sagen, der riecht auf jeden Fall nach Pissoir. Leute, nochmal, geht mal mit eurer Nase an Bahnhofstoilette und riecht mal an der Toilette und dann riecht an den Duft und dann sagt mir nochmal, dass das ähnlich riecht. So, also erzählt keinen Scheiß. Es ist sehr Seabed-lastig, also das ist ja, ne, wollte ich jetzt nicht ausholen von, das ist schon die Ausscheidung oder der Urin von der Seabed-Katze, aber es ist ja einiges andere noch da drin. Es ist ja nicht nur Urin oder was auch immer, ne? Also Leute, erzählt nicht immer, dass das so und so riecht. So, dicht dran, jetzt kommen wir den nicht eigentlich, trotzdem bleibt er auf 2. Er bleibt trotzdem auf 2 und zwar ist er von Clive Christensen, Sea for Woman. Ich habe die Damenversion, weil die einfach geil ist. Einer der besten und nicht einer, er ist der beste blumige Duft, den es gibt. Und so geil blumig und der ist so stark, jedenfalls in dieser Version, den nehmt ihr so lange wahr, absolut genial. Leute, schreibt mal rein oder schreibt überhaupt mal rein, wer die Düfte kennt. Welche Reihenfolge habt ihr? Haltet ihr, wenn ihr den kennt, auf? Das ist ein Monster. Der ist sowas von stark und so geil. Einer der geilsten oder der beste blumige Duft für mich. So, Sea von Clive Christensen oder Cliff, ich glaube heißt aber Clive Christensen. Natürlich nicht billig. 50 ml, aber da sind wir bei 300 €, aber sehr, sehr geil. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Ich habe ihn auf Platz 1, weil er eine starke Ausstrahlung hat und dazu im Endeffekt kein Winterduft ist, aber man kann ihn jetzt tragen. Hat nämlich was ganz anderes. Es ist ein aquatischer Duft, der eine Haltbarkeit hat von 2 Jahren. Extrem stark, salzig, wie die Titanic, als wenn die Titanic hochgeholt wird und dann von den Algen, von den Rost und so. Der hat einfach was und ich rede von Megameer von Eau de Parisi. So, da ist eben Endstation und weil es eben auch ein aquatischer Duft ist, ist er auch auf 1, weil er hält dann sogar länger als der Rest und der ist stark, das ist wirklich ein Monster. Alle, die hier sind Monster. Aber die letzten 5, sagen wir mal. Megameer, Clive Christensen, Sea for Woman, Chorus, T-Rex, Interlude Man. Da ist Endstation. Ich hätte auch nur die 5 vorstellen können, weil das ist, der ist so stark, das Salzige. Also Megameer ist schon heftig von Eau de Parisi. Den wird wahrscheinlich kaum leer machen. Sehr genial. Ich hätte jetzt auch noch einen anderen von Eau de Parisi nehmen können. Allgemein ist Eau de Parisi sehr stark von der Haltbarkeit. Aber das ist wirklich, hier riecht das jetzt drin wie, ich kann es nicht beschreiben, aber absolut Hammer. Und vielleicht sollte man den Duft mal kreieren, wo alles durcheinander ist und dann, ja, ist komplett Eskalation. Sehr geil, absolut geil. Ja, Leute, dann schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr diese Top 10? Was haltet ihr, was habt ihr? Es gibt genug Beast Mode noch, aber ich kann ja auch nicht hier die Top 30, 50 vorstellen, sondern die Top 10 und das ist schon schwer genug und ja, für alle Neuen, ihr seht, hier erfahrt ihr alles, hier kriegt ihr alles um die Ohren gehauen, bleibt einfach hier auf diesem Kanal, das würde mich natürlich freuen, drückt die Glocke, weil hier kriegt ihr fast jeden Tag Duftvideos um die Ohren gehauen, ich bin auch krank, erkältet, immer am Start und das ist einfach hier, ja, der Kanal für euch, also Leute, bleibt dran und bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, macht's gut, Fragrance Dog.